nimmt uns mit auf große Reisen. Wir wandern durch Berg und Tal. Der Kanal bringt uns in Ferne. Guten Morgen, liebe Freunde. Wir wandern heute wieder. Wir sind heute ziemlich nah an Berlin ran. Wir sind losgelaufen in Schildow. Eigentlich sind wir schon wieder in Berlin drin. Wir haben die Stadtgrenze schon wieder überschritten. Wir wandern heute zum Biotopensee Arkenberge. Wie ihr schon gehört habt, wir sind relativ stadtnah. Aber es soll sehr schön sein, sehr viel Grün. Berlin hat ja wirklich sehr viel Grün zu bieten. Deshalb laufen wir jetzt los, damit ihr auch alles zu sehen bekommt. So, geht schon mal gut los. Der Wanderweg geht hier geradeaus durch. Christiane, willst du schon mal vorfliegen? Na, wir kommen da schon durch. Wir gucken mal. Ist ja vielleicht nur ein Stück. Okay, wir versuchen es hier mal an der Seite, wa? Hier wird es besser. Man sollte ja kaum glauben, wie stadtnah wir sind. Ja, aber hier zu unserer Linken, das ist das Kalktuff-Gelände, das Naturschutzgebiet am Tegeler Fließ. Und da wissen wir, eigentlich sind wir ja noch in Berlin. Aber es kommt einem nicht so vor. Man denkt eher, man ist irgendwo mitten im Wald. Oder mitten in der Natur, besser gesagt. Was haben wir denn hier gefunden mitten im Wald? Schnittlauch. So. Hier ist Schnittlauch ausgesät. Hat bestimmt jemand seine Gartenabfälle hierher gebracht. Und ja, Schnittlauch. Willst du es mal kosten für uns? Habe ich schon. Und? Kannst du bestätigen? Ja, ist Schnittlauch. Eindeutig, lecker. Obwohl ich das überhaupt nicht gerne mache, wegen diesem Fuchsbandwurm. Aber no risk, no fun. Hier ist der Förster so nett und hat für die Tiere übers Wasser eine Planke gelegt. So, liebe Freunde, jetzt kann ich euch mal wieder was erklären. Das hier hinten sieht ziemlich steil aus. Das ist die allerhöchste Erhebung von ganz Berlin. Sage und schreibe 121 Meter hoch. Das sind die Arkenberge. Und wie immer in Berlin natürlich nicht natürlich. Das ist wieder mal ein Schuttberg. Fährt die S-Bahn, oder? Ja. So, jetzt frischt der Wind auf. Ich hoffe, dass es mit dem Ton funktioniert. Da hinten sind nochmal die Arkenberge. Und was wir hier vorne sehen, ja, sind die Biotopenseen an den Arkenbergen. Und meine Vermutung ist ganz stark, ich weiß es nicht 100%, aber das, was da an Material fehlt, das liegt dann da oben und bildet den Berg. Ich schaue aber noch mal genau nach für euch.
und ich blende es dann ein im Video. So ist der andere See. Ich denke, der versandet langsam. Der ist nicht mehr ganz so groß, wie er mal war. Und überall hat man schon so kleine Inseln. Felder, Wiesen, Weiden. Jetzt wissen wir auch, wo wir waren. Wir waren im Naturschutzgebiet oder im Landschaftsschutzgebiet Blankenfelde. Den Seeadler haben wir leider nicht gesehen, aber vielleicht später wieder. Baum des Jahres 22. Die Rotbuche. Aber die sieht recht traurig aus. Ich hoffe, die kommt noch mal. Aber so, wenn ich hier in die Spitze gucke, so ein paar Triebe. Ja, ich bin optimistisch. Hier gibt es eine ganze Allee mit den Bäumen des Jahres. 2023 habe ich jetzt vermisst, aber jetzt gucken wir mal, wie weit es zurückgeht. Bildungsauftrag erfüllt. Hier steht an einer langen Allee, was hier für Bäume wachsen, was wir gepflanzt haben. Fichte. Winterlinde. So, eigentlich wollte ich dich was fragen, aber jetzt zeige ich dir erstmal was. Guck mal, da sitzt doch ein Waldkärtchen. Nein. Ich weiß nicht. Vielleicht schaffst du den ja. Das ist ein Scheckenfalter. Die genaue Art vom Scheckenfalter, da bin ich leider kein Experte. Aber leider sind die auch sehr selten geworden. Hier hört der Weg auf mit den Bäumen des Jahres 1989. Hat er angefangen? Hat er angefangen. Okay, wir sind ja von der anderen Seite gekommen. Das ist also eine Stieleiche. Die wird hoffentlich in 1000 Jahren hier auch noch stehen. Wieder mal ein Häuschen im Wald. Aber du, ja, das wollte ich nämlich gerade zeigen. Das ist ja schon eine richtige Hütte, oder? Ja, hier hat sich einer im Wald schon einen richtigen Unterstand gebaut. Ja. Da kannst du ja 4 Wochen einziehen. Sehr erstaunlich. Kann man auch schnell dran vorbeilaufen. Ich zoome mal wieder raus und wieder rein. Ja, da hat er sich aber sehr viel Mühe gegeben. Die Frage ist, ob das zu dem landwirtschaftlichen Betrieb hier gehört. Ja, zu dieser Rinderwiese. Ich weiß es nicht. So, liebe Freunde, eigentlich heißt ja immer, wenn ein Käfer am Rückgrat liegt und nicht wieder von allein hochkommt, hat das meist wenig Zweck, ihn umzudrehen.
Ich bin aber so hoffnungslos. Ich versuche es trotzdem immer wieder. So, Christian, was hast du uns da Leckeres eingepackt? Das sind thailändische Süßigkeiten. Dieses Wochenende ist Songkran, das ist das Wasserfest in Thailand. Und wir waren gestern zu einem kleinen Fest oder Streetfood oder wie auch immer. Und da haben wir uns die Süßigkeiten mitgenommen und wir sagen Happy Songkran. Happy Songkran. Happy Songkran. Und werden das jetzt auch gleich verspeisen. Entschuldigung, das musste jetzt sein. Ein Naturschutzgebiet jagt das nächste Jahr. Schon sind wir im Tegeler Vlies. So Ralf, wo sind wir denn jetzt hier? Ich weiß zwar nicht, warum ich das erklären muss, aber wir sind jetzt auf dem Berliner Mauerweg. Gut. Und alles weitere wird der Christiane erklären. Ja, Berliner Mauerweg. Ich glaube, selbsterklärend. Ich muss mal zur Seite schwenken. Wir wollen ja nicht so viele fremde Leute mal aufnehmen. Und gerade ein Radfahrer hier an uns vorbei. Der Berliner Mauerweg geht ja einmal um Berlin rum und einmal auch durch. Wie ihr schon richtig hört, stand ja hier mal die Mauer irgendwo. Gut, dass es so nicht mehr ist. Wir haben jetzt nämlich einen schönen Weg vor uns. Zwar asphaltiert, aber gut zu laufen. Ja, hier am Köpchensee endet unsere Wanderung. Das ist ein ehemaliger Torfstich und man hat hier einen ganz fantastischen Blick auf diesen ehemaligen Torfstich. Ich hoffe, die Wanderung hat euch genauso gut gefallen wie uns. Ja, wir sehen uns dann bei der nächsten Wanderung wieder. Aber nicht vergessen, vorher noch ein Like da lassen, abonnieren, Kommentare schreiben, wie immer das volle Programm. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und bis dahin, ciao liebe Freunde. Ralf nimmt uns mit auf große Reisen. Wir wandern durch Berg und Tal. Der Kanal bringt uns in Ferne weit. Von Alaska bis zum Amazonas, yes.